Wie wähle ich die richtige Finanzierung für mein Unternehmen? Wann soll ich mir ein Darlehen nehmen? Wann brauche ich Eigenkapital? Das und mehr werden wir heute besprechen. Ein wesentlicher Teil beim Unternehmensaufbau ist die Form der Finanzierung. Denn mit jeder Finanzierung kommen auch Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen muss ich mitbedenken, wenn ich mein Unternehmen entsprechend aufbaue. Für mich habe ich ein Modell entwickelt, das nenne ich Organic Finance. Organic Finance betrachtet sowohl klassische Formen der Finanzierung und auf der anderen Seite alternative Formen der Finanzierung. Aber fangen wir mal an. Was sind denn klassische Formen des Unternehmensaufbaus, also in der Finanzierung des Unternehmensaufbaus, die man auch von der Universität lernt? Das ist mal Family and Friends, Business Angel, Venture Capital, Banken und der Finanzmarkt. Aber am Anfang braucht man mal sein eigenes Erspartes. Das heißt, wenn ich ein Unternehmen aufbaue, fange ich einmal mit dem eigenen Ersparten an, dem Eigenkapital. Und mein Ziel ist es, so schnell wie möglich zu einem positiven Cashflow zu kommen. Und wie komme ich dorthin? Ich muss zunächst einmal investieren, ich muss Ressourcen investieren, ich muss vielleicht einen Prototypen aufbauen, ich muss eine Anlage aufbauen, das heißt, ich muss was aufbauen. Und dann aus den zukünftigen Erträgen kann ich einen Cashflow erzeugen und mit dem kann ich dann etwaige Finanzierungen, die ich mir aufgenommen habe, und mit dem zusätzlichen Cashflow kann ich dann eben die Finanzierung, die ich mir aufgenommen habe, dann wieder zurückzahlen. Das heißt, am Anfang habe ich mal das Eigenkapital, das selbst investierte Geld. Wenn das nicht reicht, dann ist der nächste Schritt Family and Friends. Habe ich in meiner nächsten Umgebung Leute, die mir mal ein Startkapital zur Verfügung stellen, mit dem ich die nächsten Schritte setzen kann. Der weitere Schritt sind Business Angels. Business Angels sind Personen, die ins Unternehmen investieren, meistens Eigenkapital, und dann aber auch was Wichtiges dazu zur Verfügung stellen, nämlich Know-how, Netzwerk, und unterstützen gerade am Anfang, wenn das Risiko hoch ist und wenn die ersten Schritte sehr schwer sind, zu helfen, hier die richtige Richtung auch in Betracht zu ziehen. Mit der nächsten Phase, das heißt, wenn ich bereits wahrscheinlich einen Prototypen habe, die ersten Mitarbeiter angestellt habe, das heißt, die erste Basisinfrastruktur aufgestellt habe im Unternehmen, kann ich mit einem Venture Capital Fonds sprechen. Ein Venture Capital Fonds hat die Herausforderung, in einer relativ kurzen Zeit eine hohe Unternehmenswertsteigerung zu generieren. Das heißt, wenn ein Venture Capital einsteigt, muss man A wollen, eine schnelle Unternehmenswertsteigerung, und B, das Unternehmen muss auch bereit sein, zu dem Zeitpunkt diese schnelle Unternehmenswertsteigerung auch umsetzen zu können. Die nächste Ebene ist Bank. Eine Bankfinanzierung findet dann statt, wenn man bereits eine Basis hat, wenn man eine Vergangenheit hat, wenn man das Unternehmen entsprechend auch aus der Vergangenheit heraus in die Zukunft projizieren kann und damit das Risiko abschätzen kann. Da sprechen wir meistens von einem Darlehen, das eben zur Verfügung gestellt wird. Manche machen auch Mezzanineinstrumente. Und wenn man eine gewisse Größe hat, dann kann man in den Finanzmarkt gehen, in den dritten Markt bei der Wiener Börse, und hier sein Unternehmen listen. Was man hier auch bedenken muss, ist, dass es mit dem Listing natürlich auch Auflagen gibt, die man erfüllen muss. Und das heißt, das Unternehmen muss die entsprechende Größe haben, um das auch machen zu können. Das heißt, wenn wir uns das anschauen, nämlich von Family and Friends, Business Angel, Venture Capital, Bank und Finanzmarkt, dann muss man bedenken, dass mit jeder quasi nächsten Schritte der Finanzierung auch die Komplexität, nämlich das, was ich erfüllen muss, steigt. Damit brauche ich auch eine Organisation, die mit diesen größeren Herausforderungen umgehen kann. Das ist einmal der klassische Weg. Der klassische Weg hat gemeint, dass er sehr stark hier die Werte Zinsrückzahlung, Dividenden, Unternehmenswertsteigerung in den Vordergrund gestellt werden. Jetzt schauen wir auf der anderen Seite uns das Thema alternative Finanzierung. Aber wenn ich von alternativen Finanzierungen spreche, meine ich damit Formen der Finanzierung, wo ich meine Community, Partner, Lieferanten mit reinnehme in der Finanzierung. Das, was die meisten kennen, ist ein Crowdfunding. Crowdfunding ist ein Element, wo ich sage, okay, ich möchte ein Produkt in der Zukunft verkaufen. Ich gehe jetzt auf eine Crowdfunding-Plattform, präsentiere das, schaue erstens, ob es bereits ein Interesse am Markt gibt, und zweitens, ich verkaufe mein Produkt vor. Das heißt, ich spiele mit dem Thema, wann zahlt mir der Kunde und wann liefere ich das Produkt aus. Das, was ich hier bedenken muss, ist ein Time Delay. In diesem Time Delay muss ich einerseits das Produkt produzieren können, andererseits muss ich auch bedenken, dass ich, wenn ich noch in die Forschung und Entwicklung investieren muss, sich auch das Geld ausgeben muss, damit ich das alles in einem umsetzen kann. Ich habe einmal ein Projekt gehabt, die haben eine super Kampagne gemacht, das ist mehr als erwartet gegangen. Das Problem war nur, dass durch diesen großen Erfolg haben sie auf einmal die ganzen Produktionsprozesse geändert, sonst hätten sie die große Anzahl nicht produzieren können. Und damit haben sie ein zusätzliches Investment gebraucht, um das auch überhaupt umsetzen zu können. So, das, was es aber gemein hat, ist, ich hole mir hier die Kunden, Lieferanten, Partner hinein, die eben auch ein Interesse haben, dieses Produkt zu bekommen. Eine weitere Form von einer alternativen Finanzierung ist Crowdinvesting. Hier lade ich meine Community ein, in mein Unternehmen zu investieren. Das heißt,
Die Investoren erwarten sich natürlich wieder etwas zurückzubekommen, aber es gibt oft ein großes Interesse an dem Unternehmen, dass dieses Unternehmen überhaupt existiert, dass es einen Bedarf erfüllt, der im Markt da ist. Und ich habe wieder zwei Elemente. Ich spreche meine Partnerlieferanten an, ich teste ab, ob überhaupt Interesse an dem Produkt da ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite hole ich mir die Finanzierung hinein. Und jetzt gibt es doch viele neue Wege, zum Beispiel Initial Coin Offering, was nichts anderes ist, als ich gebe Gutscheine aus, die ich dann für eine zukünftige Lösung oder für eine zukünftige Dienstleistung entsprechend einsetzen kann. Was anderes ist jetzt zum Beispiel NFTs, die eher in eine Richtung Crowdfunding hineingehen. Das heißt, ich hier etwas verkaufe, was man dann in Zukunft nutzen kann. Das heißt, wenn wir uns dem Thema Alternativfinanzierung haben alle gemeint, dass ich mit dem Thema spiele, okay, ich möchte etwas auf den Markt anbringen und ich teste, gibt es ein Interesse für dieses Produkt, das heißt, ich mache ein Markttesting und gleichzeitig validiere ich das, indem die Leute entweder bei mir das Produkt vorkaufen oder investieren. So, und jetzt muss ich mir anschauen, okay, wann nehme ich welche Form der Finanzierung an? Wenn ich sehr stark jetzt im Vertrieb bin, hinausgehen möchte, mein Produkt testen, dann zahlen sich aus Themen wie Crowdfunding, Crowdinvesting. Habe ich sozusagen schon einen Weg, wo ich weiß, okay, es geht in die Richtung, ich habe eine Skalierung, ich kann die Unternehmenswertsteigerung, die von einem Fonds erwartet wird, auch leisten, dann macht es Sinn, in einen Fonds hineinzugehen, weil der Fonds gibt ja nicht nur Geld, der Fonds wieder hat sein Netzwerk, hat seine Connections zur nächsten Ebene des Fonds, die wieder helfen, den nächsten Schritt in der Unternehmensentwicklung umzusetzen. Damit springe ich, und deswegen für mich das Organic Finance, hin und her, was ich entsprechend nutze, wo ich es einsetze. Zwei wesentliche Elemente in der Finanzierung habe ich jetzt noch vergessen, nämlich Förderungen auf der einen Seite und Support auf der anderen Seite. Wir wissen, in Österreich gibt es für Unternehmen im Aufbau, aber auch für innovative Projekte sehr viele Förderungen. Das heißt, hier gibt es auch Partner am Markt, die helfen, diese Förderungen zum richtigen Zeitpunkt für das Unternehmen zu nutzen. Wichtig ist hier, dass diese Förderung vom Unternehmen kommen muss. Das heißt, es hilft nicht einfach eine Förderung zu beantragen, die eigentlich nichts mit dem Unternehmen zu tun hat, um Geld zu bekommen, weil dann ist auch wieder der Aufwand für die Förderung höher, als quasi was man dann davon hat. Aber wichtig ist, Förderungen helfen im Aufbau. Und das zweite Element sind Supporter. Viele vergessen das Thema Supporter. Supporter sind Personen, die einfach ein Interesse haben, dass dieses Produkt, diese Dienstleistung am Markt da ist. Das heißt, die helfen, das aufzubauen, aber die haben auch ein Interesse, die wollen Anerkennung haben, sie wollen mitgenommen werden. Das heißt, auch diese Supporter, diese Gruppe sollte man nicht vergessen. Und wenn man sich jetzt das Organic Finance anschaut, sieht man, okay, ich springe hin und her. Mache ich jetzt Crowdfunding, Crowdinvesting, gehe ich hinüber, brauche ich einen Business Angel, brauche ich Venture Capital, brauche ich eine Bank, brauche ich Finanzmarkt. Das heißt, wo bin ich gerade und welche Elemente möchte ich jetzt sozusagen für mein Unternehmen aufsetzen? Und auch beachten, wie gesagt, jede Form der Finanzierung, die man reinnimmt, hat eine gewisse Komplexität. Das heißt, das Unternehmen muss mit der Komplexität umgehen. Ich muss eine Community bedienen können mit entsprechenden Informationen. Ich muss Reportings liefern können. Ich muss vielleicht Ad-Hoc-Meldungen am Finanzmarkt hinausgeben können. Ich muss bei Förderungen einen Antrag stellen können. Ich muss Berichte bei den Förderungen. Das heißt, hier überlegen, okay, wo steht meine Organisation? Wie viele Ressourcen habe ich intern zur Verfügung, um dieses Produkt, das ich da hinnehme, quasi hineinzunehmen? Und auf der anderen Seite passt es jetzt in der Phase, wo ich bin, um hier den nächsten Schritt zu setzen. Gibt es weitere Fragen zum Thema Finanzierung, welche Form ich wann einsetzen soll? Gerne Fragen im Kommentar. Mehr gibt es auch in meinem Buch und natürlich auch das Organic Finance Model gerne anschauen und damit wünsche ich viel Spaß bei der Umsetzung. Tschakka!